Hallo Leute, heute gibt es bei mir einen leckeren Ratsherrentoast. Manche nennen ihn auch Jägertoast und dafür brauche ich auf jeden Fall schon mal eine heiße Pfanne und die schalte ich mir auch direkt ein. Dazu auch gleich den Backofen und zwar auf 160 Grad. So, dann kann der auch schon mal vorheizen. So ein Ratsherrentoast oder Jägertoast besteht meistens aus Toastbrot, einer Scheibe, dann Schweinefilet und einer Champignonsauce und das Ganze wird dann auch noch überbacken und genau das machen wir heute. Hier habe ich schon mal ein Schweinefilet von meinem Metzger. Das schneide ich mir in Medaillons, so zwischen 60 und 80 Gramm schwer. Falls ihr hier noch eine Sehne dran habt, die bitte wegschneiden. Bei mir ist es schon weg, hat mein Metzger schon gemacht. So, und jetzt schneide ich mir hier Medaillons raus. So, und die drücke ich nur ein kleines bisschen. Ja, also nicht platt klopfen, sondern einfach nur ein bisschen andrücken, dass die in Form kommen. So. Denn so bleiben die nachher auch schön saftig und werden nicht trocken. Die werde ich mir jetzt direkt würzen. Also entweder mit Salz und Pfeffer oder mit einer Gewürzmischung. Von beiden Seiten. Und sobald die Pfanne heiß ist, werde ich die auch drin anbraten. Dann habe ich hier auch schon Champignons. Die schneide ich mir in Ecken. Oder wenn es größere sind, dann sechsle ich mir die. Meine Pfanne ist jetzt auch schon heiß. Da kommt ein bisschen Öl rein. Und da brate ich mir die Medaillons auch gleich drin an. Geht es auch schon mit den Champignons weiter. Ich habe jetzt übrigens braune Champignons, die sind ein bisschen aromatischer, könnt aber genauso gut auch weiße nehmen. Dann lege ich die Champignons noch gerade beiseite. So, die kommen gleich zum Einsatz. Und mein Schweinefilet ist jetzt auch schon angebraten. Das drehe ich mir einmal um. Dann habe ich noch eine Zwiebel, davon reicht mir eine halbe. So, die schneide ich mir in Würfel. Mein Toastbrot kommt jetzt noch kurz in den Toaster. Da werde ich es noch etwas antoasten, bevor es gleich mit dem Schweinefilet in den Backofen wandert. Mein Schweinefilet ist jetzt etwas angebraten. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Rosmarin dazu. Und etwas Butter. Und so aromatisiere ich mir das Ganze ein bisschen. Mein Toast ist auch schon leicht angetoastet. Das kommt jetzt eben auf ein Blech oder eine Auflaufform, je nachdem was ihr habt. Und darauf lege ich jetzt meine Schweinefilets. Da kommt jetzt auch gleich ein bisschen von der Butter drüber. Und so wandert das Schweinefilet schon mal in den Backofen, dann kann das schon mal garen. Ich habe es jetzt eben bei 160 Grad Umluft im Backofen und meine Pfanne ist auch schon heiß. Da kommt jetzt etwas Butterschmalz rein und die geschnittenen Champignons. Und die werde ich jetzt da drin erstmal richtig schön anbraten. Sobald die Champignons angebraten sind, kommen die Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Und dann noch weiter braten lassen. Sobald die Zwiebeln dann auch etwas angebraten sind, geht es ans Würzen. Klein wenig salzen, etwas Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Ich mache mir jetzt noch etwas Sahne mit rein.
Dann wird es ein bisschen cremiger. Wenn ihr allerdings keine Sahne wollt, dann könnt ihr den Schritt auch weglassen. Ihr müsst nicht unbedingt Sahne verwenden. Und das Ganze lasse ich jetzt so lange einkochen, bis die Sahne schön cremig ist. Ich habe jetzt schon eine richtig schöne cremige Soße, deswegen drehe ich meine Hitze aus und lasse nur noch mit der Restwärme ein bisschen garen, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Mein Schweinefilet ist jetzt auch schon soweit fertig. So. Da geht es jetzt an den nächsten Schritt. Da kommen jetzt die Champignons mit der Sahnesoße drüber. Wie gesagt, falls ihr keine Sahnesoße wollt, lasst sie einfach weg. Macht dann nur die Champignons drüber. Darüber kommt jetzt noch Käse, und zwar habe ich jetzt Gouda. Der verläuft auch richtig schön. Und das werde ich mir jetzt im Ofen noch überbacken. Dafür habe ich die Toast jetzt auf die höchste Schiene gestellt. Und dann werde ich sie mit der Grillfunktion bei 200 Grad noch überbacken, dass sie noch eine schöne Farbe bekommt. Nachdem mein Toast jetzt überbacken ist, kann ich noch rausholen. Dann werde ich mir den auch gleich anrichten. Und dann noch ein kleiner Tipp. Ich wurde nämlich letztens gefragt, was man machen kann, damit das Essen nicht so schnell kalt wird. Tipp, den Teller vorher warm machen. So bleibt das Essen länger warm und ihr müsst nicht so schnell runterschlingen. So, da ist mein Toast. Wow. Da habe ich jetzt noch ein paar Sprossen. Kommen da noch mit drauf, einfach als Garnitur. Und damit ist mein Essen auch schon fertig. Es ist wirklich eine richtig leckere Sache, die es normalerweise nur im Restaurant gibt. Aber jetzt könnt ihr die auch sehr gut zu Hause machen. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen.